Der Hollywood-Star Timothée Chalamet ist unlängst maximal in Faschist geraten. Der Grund: in einem Interview behauptete er, das Ballett, die Oper, das kann weg. Das will keiner mehr sehen. Warum subventionieren wir das? Das hat ihn sehr viele Sympathien und mutmaßlich sogar den Oscar gekostet. Stattdessen posteten plötzlich die größten Häuser der Welt die vollen Säle. Und alle diese, die kennt er persönlich, denn er ist ein internationaler Star der Klassik-Szene seit rund 20 Jahren. Begrüßen Sie bitte den Allround-Tenor Jonas Kaufmann. Herzlich willkommen. Jonas, wir haben dich schon als gut gelaunten, lächelnden Menschen kennengelernt. Ist dir dasselbige vergangen, als du das Interview mit Timothée Chalamet gesehen hast? Ja, also grundsätzlich, er hat ja nicht wirklich gesagt, das kann weg, sondern er hat gesagt, er möchte halt nicht einer von denen sein, die das dann, dem man sagt, hilf mal mit, dass das nicht ausstirbt. Also sozusagen, dass man einer der Letzten ist, die das noch irgendwie festhalten. Das ist natürlich despektierlich, aber es ist ein bisschen was anderes. Aber grundsätzlich hat er ja schon wirklich von allen Seiten sein Fett wegbekommen und wurde erklärt, warum man eben sowas, gerade als Künstler, der ja wahrscheinlich auch zumindest per Definition sein möchte. Das ist aber schon maximal. Naja, das ist ja, also erstens mal sind das alles immer Äpfel mit Birnen, finde ich. Also wir haben eine, um sozusagen das Gegenargument zu bringen, wir haben eine Sekundärkunst im Kino, weil das ist ja nicht live und jetzt und hier, sondern das ist was irgendwann vorproduziert wurde. Amerikanische Schauspielerin hat, glaube ich... Sekundärkunst bedeutet, es gibt keine direkte Publikumsbeteiligung. Genau. Ja. Also ich meine, klar, viele der Schauspieler, die Kinofilme machen, spielen auch sehr gerne Theater. Das ist dann wieder was anderes. Aber als reiner Filmschauspieler ist das halt so. Ich habe mal im Buch gelesen, eine Schauspielerin aus den 40er Jahren, die da zum ersten Mal vor der Kamera stand, hat gesagt, meine Kunst wird wie Brot in Scheiben geschnitten. Wie geht denn das? Also im Sinne von, es wird halt alles zerstückelt und dann anders wieder zusammengesetzt und dieses Produkt wird dann gezeigt und dieser Thrill, den die Leute offensichtlich lieben, wenn es live ist, der ist halt dann letztlich weg. Aber nochmal, wurscht, viel spannender finde ich eigentlich, wie die Reaktionen ausgefallen sind und wie viele Menschen aus allen möglichen Bereichen sich darüber aufgeregt haben und gesagt haben, hey, Moment mal, das kann bestimmt nicht weg. Und das ist natürlich genial. Also das ist eigentlich wie so ein Marktforschungsinstitut, was da mal so ein Ballon rausgesetzt und gesagt, mal sehen, wie die Reaktionen sind. Also ich bin eigentlich sehr, sehr froh drum, dass das einer mal gesagt hat, damit wir wissen, wie viele Leute eigentlich dahinter stehen. Ja, genau. Also die Reaktionen waren gewaltig. Es war wie so eine Art Konjunkturprogramm. Das hat extrem gut funktioniert. Wir werden da gleich mal einen Blick reinwerfen. Ich finde nur Sekundärkunst super interessant, weil es für mich den Verdacht nahelegt, dass ihr, die auf den Bühnen steht, auf die sich vor eine Kamera stellen und nicht den direkten Publikums. Ist das, ich frage mal ein bisschen provokant, ist es auch ein bisschen feige, dass man nicht vor großem Nein, Publikum gar nicht. auftritt? Es ist natürlich, also ich habe selbstverständlich auch mit einem Regisseur zu tun, der aber dann bestenfalls in der Premiere noch im Publikum sitzt, aber dann irgendwann nach Hause geht und ich muss die 7. oder 10. Aufführung von einem Stück dann entweder sozusagen vor Publikum verkaufen, im Sinne von, ich habe das nicht erfunden, aber eben vor allem immer wieder neu kreieren, immer wieder neu anfangen und ein Publikum im besten Falle verzaubern. Aber ich habe es irgendwie in der Hand. Und das ist natürlich im Gegenteil, glaube ich, für einen Schauspieler, der Filme dreht, extrem schwierig, weil der dreht das ja nicht in der richtigen Reihenfolge. Der hat ja nie die Chance, diese Rolle einmal von Anfang bis Ende durchzuleben. Die fangen irgendwo in der Mitte an, gehen dann hinten, dann nach vorne, je nachdem, wie der Drehplan ist. Und am Schluss gibt man das ab und macht 3 Kreuze und hofft, dass die Leute die richtigen Szenen raussuchen und in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen, dass es Sinn macht. Das würde helfen, ja. Nein, das ist ja für einen selber oft, glaube ich, frustrierend, wenn man den Film dann sieht, weil man es selber ganz anders anlegen wollte, aber die Szenen, die man selber als genial fand, sind leider rausgeschmissen. Also das ist schon auch nicht wirklich einfach, ne? Ja. Das ist keine Frage. Du fühlst dich gut in das Schicksal der Schauspieler ein. Ich merke das schon. Du hast gerade gesagt, du hast das Publikum in der Hand. Und wie du es in der Hand hast, das können wir jetzt mal sehen. Okay.
Das ist so krass, ne? Oder? Ich finde es halt so begeisternd. Du sitzt ja fast harmlos hier sozusagen. Ja, du bist ein freudiger Mann in der Runde und dann ballerst du da sowas raus. Das ist einfach unglaublich. Wo, diese ganz hohe, ne? Wo findet das statt? Ich habe mich gefragt, wo du die herholst. Die dazwischen durch die Ja, leisen hohen Töne, genau, die oder ganz was? leisen hohen Töne. Ist es hinterm Gaumen oder wo? Ja, ich glaube, das würde den Rahmen der Sendung sprengen, um das zu erklären. Aber also nein, eigentlich gar nicht. Es ist immer irgendwie an derselben Stelle. Also es ist ja Wahnsinn. die Stimmbänder oder Stimmritze ist ja so ein kleines Teil. Und aber da der balancierst Unterschied du ja zwischen drauf. dem tiefsten und dem höchsten Ton ist ja ganz wenig letztlich. Wir stellen uns das alle immer so riesig vor und suchen dann die tiefen Töne da unten und die hohen Töne da oben. Und wenn man dann irgendwann mal den Trick raus hat und sagt, nee, das ist alles einfach hier und das ist alles in einem und es braucht alles dieselbe Unterstützung und Kraft und Energie, damit der Ton da rauskommt, weil es eben ja meistens nicht, da waren jetzt ein paar Szenen Open Air, aber normalerweise ja ohne Verstärkung stattfindet, also unplugged. Das heißt, man muss ja irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Plätze füllen können. Dafür muss halt auch der leise Ton diese Qualität haben und so durchgehen. Das ist Also ich sehe gerade, Sarah, hat der Onkel Kaufmann recht? Stimmt das so? Ist das Oh, richtig? der dass du- Onkel Genau, Genau. Mein jetzt eine Opa konnte tatsächlich so singen. Dein Opa? Ja, Hier, Opa. ja, mein Opa. Ich wollte das auch immer so können. Und es gibt auch dieses Ja, genau. Königin der Nacht. ja, genau, Ja, das wollte Königin. ich immer machen. Ja, bis kurz davor. Ich habe das nächste Ding läuft hier schon wieder Das für machen wir dann Sarah. als Duett. Hast du Pol Potts schon mal kennengelernt? Pol Potts? Nein, habe ich nicht persönlich kennengelernt. Wunderst du dich manchmal, dass nein, Cool, danke. ich möchte eine andere Frage stellen. Wunderst du dich manchmal, dass du in diese Höhen, dass du das hinkriegst? Also gerade nach diesem Nessun Dorma, denkst du manchmal so, boah, wieder geschafft, aber besteht das Risiko, dass du es nicht hinkriegst? Bist du jedes Mal selbst von dir erstaunt? Also grundsätzlich darf man natürlich den Gedanken nicht haben. Ich würde mich nicht dahinstellen und den ganzen Abend denken, boah, hoffentlich geht das heute einmal gut. Ja, ja. Also weil das machst du ein paar Mal, wo das nicht funktioniert und dann stellst du dich nicht mehr hin. Ja? Oder du versuchst es und scheiterst halt kläglich, weil ich sage immer, das ist wie so ein Rad, das man immer in die richtige Richtung laufen lassen muss. Also der Erfolg gibt einem Zuversicht, gibt einem neue Energie und Sicherheit und dadurch hat man auch mehr Erfolg. Und wenn das mal in die andere Richtung geht, ist es sehr, sehr schwer, das wieder anzuhalten, weil man dann halt immer wieder ins Denken kommt. Gerade dieser Ton ist gar nicht so ultra hoch. Es gibt manche Stücke, wo man noch ein paar Tönchen mehr drauflegen muss. Aber dieser Nessun Dorma-Schluss, das hat einfach, ich sage immer, Puccini ist halt einfach ein Gott gewesen. Der hat genau gewusst, was man machen muss. Ich drücke den Knopf und dann den und dann den. Und es ist eine total banale Melodie letztlich. Und am Ende haben alle Gänsehaut, inklusive mir. Ja, also es ist schon irre. Und da wird man natürlich sehr beeinflusst. Und das ist so ein kleiner Adrenalinkick, wenn man diesen Schluss singt. Den kann man Funktioniert sich auch immer, ne? Also wir haben es ja jetzt auch gerade wieder Musiker gemerkt. nicht verschließen. Ja. Also du hast es 100-mal gemacht und hast es vielleicht auch verflucht, weil du dir sagst, Mann, es gibt doch wirklich andere Stücke, aber jeder Veranstalter sagt, ja, aber der Nessun Dorma, der muss dabei sein, Ach so, ja. sonst machen wir es nicht. Ja. Und dann denkt man sich so, oh Mann, das ist doch wirklich, aber es funktioniert halt ist- einfach jedes Es ist quasi das verdammt lang her der Klassik. Ja. Ja. Naja. Ja. Jetzt ist natürlich, Sehr gut gesagt. Genau. jetzt ist natürlich, kommt man in so einer Sendung immer in die unangenehme Situation, dass der stumpfe Moderator sagt, hör mal, sing doch mal hier mal sowas. Und dann sagst du, bist du wahnsinnig, ich muss mich 2 Stunden lang aufwärmen, mir reißt hier der komplette Gesangsmuskel. Aber so ist es nicht, du kannst das schon, oder? Ja, naja, es ist ja Singen und Singen sind ja Unterschiede, also sozusagen das für ein paar tausend Leute, da muss man sich schon ein bisschen aufwärmen, weil es ist ja irgendwo Sport und es sind Muskeln involviert und man kann sich da auch wirklich wehtun, wenn man so von 0 auf 100 geht. Ja. Gerade wenn man das schon lange macht und die Stimme eben bestimmte Voraussetzungen einfach möchte, dass man sozusagen und halt man das Risiko scheut. Sozusagen. Aber für unseren kleinen Konzertsaal hier ginge das schon, ja? Naja, klar. Also wir haben ja da jetzt auch ein paar Ausschnitte gesehen von der nächsten Platte, wie ich das immer noch nenne. Ich bin also ein Oldschool. Vom nächsten Streaming-Produkt. Magische Töne. Ja. Magische Töne. Und da sind natürlich super viele Melodien und Nummern drauf. Unter anderem auch einige ungarische Titel. Das war... Die nehmen wir auch. Ja, also es gibt zum Beispiel eine wunderbare Nummer,
Mond meg hajima doma pestinőket, ha arrajas. Mond meg, hogy nem tudom feledni őket, ha arrajas. Nézd a Lanzidol hier und so weiter. Also das ist... Das ist... Klingt doch auch wie Bab. Ja, ja. Ja, genau. Ist wahrscheinlich Girls-Text. Ja. Nein, wir kennen das halt alle unter sogenannte Grüß mir mein Wien. Grüß mir die süßesten, reizenden Frauen im schönen Wien. Und, aber nachdem es eben original ungarisch geschrieben ist, habe ich da und bei manch anderen Titeln mich in das Wagnis Ungarisch begeben. Und ich muss sagen, es ist eine Sprache, die nicht fürs Singen erfunden wurde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also da habe ich mir schon die eine oder andere Ecke abgebrochen. Hast du schon mal so ein Glas zum Springen gebracht? Nein, das hatte ich noch nicht. Hätte ich direkt Ich habe probiert. es versucht, aber nein. Also, genau. Top, die Wette gilt. Ja, genau. Genau, Oscar, mach mal. Nee, also das ist die Geht das denn menschliche überhaupt? Stimme, Geht das das? wirklich schafft. Ich meine, es gibt ganz zartes Glas, was eine ganz bestimmte Eigenfrequenz hat. Und wenn man gerade in hohen Stimmen, also hoher Sopran, das schafft, genau diese Schwingung perfekt zu kriegen, geht das wahrscheinlich schon. Ja. Aber Das ist ja. auch schön. Maiti hat schon die nächste Sendung fertig. Ja, machen wir eine. Aber es ist Physik, nicht Chemie, genau, ja. sorry. Bei Männern muss es dann, alles. Wissenschaft. muss es dann bei Männern ein Bierkrug sein, weil die Frequenz tiefer ist. Oh, wow. Ja, nee, aber es ist keine Chance. Also Ja. wirklich viel zu massiv, viel zu dick. Deshalb sage ich, muss ein zartes Glas sein. Also die Kategorie Gunther Emmerlich gewesen, ne? So ein dickes Bierglas einfach durchsingen. Wo kommt denn das? Wo kommt denn diese Begeisterung eigentlich her? Warst du ein verhaltensauffälliges Kind? Wann haben die Eltern gesagt, was ist denn mit unserem Jonas los? Absolut. Also ich denke, ich wäre ein ganz typischer Fall für die Chemiekeule gewesen, um sozusagen, also die viel zu viel Energie, viel zu, es war sicher schwierig, also, aber nee, jetzt habe ich dann irgendwann ein Ventil gefunden und schon relativ früh, ich habe vorher gesagt, also im Kinderchor wollte ich unbedingt. Ich wollte mit 5 Klavier lernen. Dein Opa war, glaube ich, auch, da sind wir wieder beim Opa, der war, glaube ich, sehr, sehr begeistert, ne? Ja, alle haben in meiner Familie, jeder hat Klavier gespielt. Alle haben dieses Instrument, was da eben im Wohnzimmer stand, bedient und ich durfte nicht, weil es hieß nur, wer Unterricht hat, darf. Und weil man da natürlich dann versucht hat, möglichst viel Lärm zu machen. Heute würde man das ganz anders sehen. Damals war das halt so, der Lehrer hat einmal auf die Hand geschaut und gesagt, viel zu klein, sorry, komm in 5 Jahren wieder, das war's. Und ich war so frustriert, dass ich dann stattdessen in einen Kinderchor gegangen bin, um eben auch was mit Musik zu machen. Und das war perfekt. Das war wirklich, da war ich wirklich aufgehoben. Und das ist was ich dann habe ich angefangen, immer vorzusingen oder beziehungsweise die Melodien halt einfach, ja, die hat man dann im Kopf und kriegt sie einfach nicht mehr raus. Und dass das dann später ein Beruf wird, ich weiß nicht. Also meine Mutter hat früher immer behauptet, ich hätte das mal gesagt als kleiner Bub, als ich als 6- oder 7-Jähriger in der Oper zum ersten Mal war. Habe ich gesagt, das will ich auch mal machen. So wie andere irgendwie Lokführer oder Pilot werden wollen. War das Madame Butterfly oder wo war das? Das war Butterfly, ganz genau. Also einfach so eine typische klassische Aufführung. Ich saß neben meiner Schwester, die am Schluss ganz anderer Meinung war als ich. Wir waren ganz vorne in der ersten Reihe. Ich war 6. 6, das ist früh übt sich. Ich denke, das geht schon. Es gibt sicher Opern, die man am Anfang nicht sehen sollte, aber es gibt andere, die funktionieren tadellos. Königin der Nacht ist ja aus der Zauberflöte. Das ist so eine Oper, wo man klassisch immer sagt, ja, das ist was für Kinder. Stimmt überhaupt nicht, finde ich. Ja, es ist eine Oper, eine lehrmeisterliche Oper, die eigentlich gar nicht kindgerecht ist, auch wenn da 3 Knaben eine Rolle spielen. Aber ich sage immer zum Beispiel, der Ring von Wagner ist perfekt, weil ich meine, da geht es um Riesen, um Zauberer, um Feen, um Zwerge. Und das ist so eine Sagengeschichte, wo wir Erwachsenen sagen, naja, also das ist ja jetzt mal, die Götter kommen runter und dann, für Kinder ist das perfekt. Also es dauert halt manchmal ein bisschen länger, jetzt bei Wagner, aber grundsätzlich, glaube ich, funktioniert das sehr gut. Also, nee, und dann, da war meine Schwester dann wenig begeistert. Ich konnte es nicht fassen, dass diese Dame sich jetzt selbst gerichtet hat und 30 Sekunden später
wieder vor dem Vorhang erscheint und sich verbeugt. Und sagt, das kann doch nicht sein. Also, und sie erklärt, du hast doch gesehen, wie die ganze Zeit geschwitzt hat, dass da die Schminke runtergelaufen, das war ja furchtbar. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Ich war halt einfach in diesem Bann drin. Und das ist, glaube ich, etwas, was man entweder hat oder nicht hat. Und mich hat es halt total begeistert und Du hast dann ja aber wiederum, um mal ein paar Meter oder ein paar Jahre weiter zu gehen, du hast ja dann wiederum andere auch begeistert. Vor rund 20 Jahren gab es diesen legendären Auftritt in der Met in New York. Und du warst ja eigentlich nicht vorgesehen, da zu singen. Wie ist es dazu gekommen? Ich war schon vorgesehen. Also ich habe mich da nicht reingeschlichen. Aber Ich könnte es auch. nee, aber ich habe da meine ersten Aufführungen gesungen oder die allererste Aufführung dort. Und man muss halt wirklich sagen, das ist halt irgendwie einer der legendären Tempel. Vielleicht heute nicht mehr ganz so bedeutend, wie es früher war. Aber für mich als Student war das halt so der Olymp. Also die Met ist einfach der Wahnsinn. Ja. Mit 3700 Plätze, einfach eine Riesenscheune. Und das war La Traviata. Und den jungen Liebhaber Alfredo, den ich da gegeben habe, den hatte ich vorher schon einige Male gesungen. Ich hätte eigentlich so wissen müssen, wie es funktioniert. War aber so unfassbar aufgeregt in dem Moment, wo der Vorhang aufging. Das muss ich wirklich sagen. Selten so. Scala zum Beispiel ist ja auch so La Scala in Mailand, so ein Meilenstein. Auch da bei meiner allerersten Aufführung ist der Vorhang aufgegangen und ich habe gedacht, ich muss sterben. Also einfach nur, weil... Wow, Wo kommt dann die Luft her? Weil die ist ja beim Singen nicht ganz unten. Das geht halt schnell vorbei. Also in dem Fall bei Traviata ist es relativ einfach gewesen. Nach der ersten Szene geht dann die Gesellschaft geht raus und er bleibt zurück, um sich ihr mal persönlich vorzustellen, weil er schon seit Ewigkeiten in sie verliebt ist. Und ich musste mich da an so eine Wand randrücken, ohne irgendwie große Proben. Und ich habe mich also so ganz sportlich zurückgeworfen. Da hing aber eine Lampe und das hat so gekracht. Also ich habe wirklich, der ganze Saal hat geraunt, weil man gehört hat, wie es so Ponk gemacht hat. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt kannst du ja schon nicht mehr, also jetzt ist ja vorbei. Ja. Und ich war von einer Sekunde auf die andere sowas von cool, okay. weil ich gedacht habe, ja, also das war es ja jetzt eh. Ja? Jetzt ist auch wurscht. Und dann irgendwie lief's und dann war die Aufregung weg. Und, Fantastisch. Du hast es ja, also du bist, ja, genau. So, liebes Publikum. Bevor Sie jetzt allzu stolz auf sich sind, weil Sie jetzt hier handgestoppte 8,7 Sekunden geklatscht haben. In der Mailänder Scala gab es tatsächlich 40 Minuten Applaus. Was? Da muss ja mit Bepanthen ran an die Leute. Das ist ja Wahnsinn. Was ist denn das für ein Publikum? Wie sind die denn drauf? Sehr unterschiedlich. Also die Mailänder sind ein ziemlich kritisches Publikum. Noch schlimmer sagt man, gibt es noch ein paar andere, Parma zum Beispiel in Italien, aber die Mailänder, die haben eben ein System der Logionisti und die halt sich die Oper zu eigen machen. Also da gehören viele Logen, gehören privaten Familien. Also das ist einfach deren Ding, das haben die irgendwann mal gekauft, damit das Theater renoviert werden kann, haben die Geld gegeben, gesagt, dafür gehört das uns. So ähnlich wie es bei uns früher in Bayern war, der bayerische König, der hat da seine Loge gehabt und so sehen die das halt so ein bisschen gelassen und sagen, jetzt schauen wir mal, was die da machen. Die leben, aber es gibt viele davon dann, die in einer Vergangenheit leben, die es eben längst nicht mehr gibt, wo also großartige Künstler unserer Zeit ausgebuht werden. Und wenn man dann fragt, ja, wen wollt ihr denn dann? Dann kommen halt so sinnvolle Vorschläge wie Callas. Okay, ja, natürlich. Großartige Sängerin, unfassbar, aber halt seit vielen, vielen, vielen Jahren tot. Also wie sollen wir das machen? War schwierig. Und insofern war das wirklich unerwartet, dass ich ein reines Puccini-Programm damals gemacht habe und das Publikum wirklich einfach, das hat gekocht. Das war unglaublich. War sehr großartig mit irgendwie 5 oder 6 Zugaben, wo ich am Schluss dann auch schon völlig fertig, musste Nessun Dorma als letztes nochmal als Zugabe sein. Da habe ich mich auch noch versungen, habe irgendwie in die zweite Strophe gesprungen und gesagt, ey, sorry, ich bin einfach, geht nicht mehr. Aber diese eine Nummer noch und erlauben Sie mir, dass ich jetzt meine Fliege ausziehe vorher, weil ich kann nicht mehr. Also wenn wir über Zugaben sprechen, dann möchte ich Sie bitten, uns demnächst noch mal eine Zugabe zu geben und vielleicht einfach noch mal wiederzukommen, lieber Jonas. Ja. Für den Moment Ja. danken wir dir erstmal ganz herzlich. Und jetzt gibt es 40 Minuten Applaus für Jonas Kaufmann. Dankeschön.